ich freue mich natürlich, dass Eva Maria selbst übersetzt, die den Same Vishnu ja auch direkt gekannt hat. When I meditate, very often when I meditate, I put my shawl this way. Sehr oft, wenn ich meditiere, dann wickle ich meinen Schal so um mich herum. It always reminds me of Swamiji. Das erinnert mich immer an Swamiji. He often did that, right? Er tat das auch immer so. It's very nice, you should try it. Es ist sehr schön, wenn das mal versucht. First time I tried it, I was very aware of my breathing. Das erste Mal, als ich machte, da war ich sehr gewahr, wie ich atme. You have a little bit of resistance, you see. You don't make it too tight. Ein bisschen Widerstand, macht es nicht zu fest. A little bit of resistance, so you breathe more consciously. Und so atmet man mehr Gewahrsam. But the main thing with my memories of Swamiji, he always said the most important chakra to open, to stimulate, is the heart. Aber die Hauptsache, die ich mich an Swamiji erinnere, ist, er sagte immer, das Herzchakra ist zu öffnen. There's something about wrapping the cloth around here that makes me feel quite aware of the heart chakra. Und gerade etwas hier herumzuwickeln, das macht mich fühlen, mein Herzchakra. Yeah, so sometimes you see pictures of him. No, don't see it here, but you sometimes see pictures of him like this, so you can think of your heart chakra. Manchmal sieht man Bilder mit ihm so, mit herumgewickeltem Schal, und dann denkt an euer Herzchakra. So, wrote a few ideas, don't know how we do this. Ich habe ein bisschen was aufgeschrieben, wir machen es jetzt mal nach. You say something else. I was trying to go back to my very first memory of Swamiji. Ich gehe mal zurück zu meinen ersten Erinnerungen. And when I met Swami Vishnu, I think he must have been about the same age as Sukadeva. Als ich ihn zuerst mal traf, dann muss er das Alter von Sukadev gehabt haben. I'm not sure how old Sukadeva is. Also ich denke, so ungefähr. What is he, 29 now? 45? Yeah, so I think Swamiji was... Don't tell any secrets. Er erzählte keine Geheimnisse. He had a crew cut, you know that style in America called a crew cut? Er hatte so einen Stiftenkopf. I prefer the later version, his more long. Ich mag längeres Haar. But he had a crew cut, and he always put in this brill cream. Und dann hat er immer so Brillantcreme, so Haargel, Gel nicht, aber... I don't know if you ever had anything like that in Germany, brill cream. It's horrible. This thick stuff men would put in the hair to keep it back. Frisiercreme war das damals. But anyway, Swamiji was there, youngish man, and the cut. But the thing that struck me most was his smile. It was such a big Was smile. mich so erstaunte, war sein Lächeln, sein großes Lächeln. I didn't even really know who he was. Ich wusste gar nicht, wer er war. I had been looking for yoga in New York City. Ich habe nach Yoga ausgeschaut in New York. And I discovered the Shivananda Yoga Center. Und da habe ich die Shivananda Yoga Center entdeckt. So with his humility, it didn't even have his name. It wasn't the Vishnu Devananda Yoga Center. It was the Shivananda Yoga Center. Er nannte sich nie Vishnu Devananda Center. It was run by an Austrian woman, a Swami Ramananda. Und dieses Center von Swamiji war von einer
von einer Österreicherin von Swami Ramananda geleitet. She was an elderly lady, white hair, stoop. Und sie war schon älter, mit grauem Haar und etwas gebeugt. But she was so inspiring and so loving. She was so loving. Sie war so inspirierend und so liebevoll. Liebevoll. She was liebevoll. And she helped me because I was really searching, and I wasn't sure exactly what I was searching for. Und sie half mir, denn ich wusste selbst nicht, nach was ich suchte. And sometimes she would even let me sleep over at the yoga center. Und manchmal ließ sie mich sogar im Yoga Center schlafen. So one time she said to me, we have to clean the room upstairs because Swami Vishnu is coming. And I said, who's that? And she said, well, he's our guru. Ja, einmal sagte sie, ja, wir müssen oben den Raum sauber machen, so ein Vishnu kommt und ja, wer ist das? Ja, das ist unser Guru, unser Meister. Yeah, I had never heard the word guru before. Und dieses Wort Guru habe ich vorher nie gehört. So we went all the way up to the top of the house. I don't know if you ever visited the New York Shivananda Yoga Center. Ich weiß nicht, ob ihr mal im New Yorker Shivananda Yoga Center war. Yeah, it's a tall, skinny house. There's, a couple of rooms, another couple of rooms, and then it's stacked up. Es ist ein schmales, hohes Haus mit vielen Stockwerken übereinander, kleinen Räumen übereinander. And it was like a sanctuary. We went into the room upstairs. It was only for Swami Vishnu. Und das war wie ein Heiligtum, das war der oberste Raum nur für Swami Vishnu. So it felt like magic, making the bed and arranging some flowers. It felt so magical to me. Und das war ganz magisch für mich, alles das vorzubereiten. And then he came, and she said, you better go and get initiated. I think she thought it would help me because I was very scattered. Und sie sagte zu mir, du lässt dich am besten einweihen, das wird am besten sein für dich. Like a lot of us before we get into yoga. Ich habe ein bisschen Dummheiten gemacht vor dem Yoga, wie alle Jungen. She said, you go get initiated. Und sie sagte, geh, lass dich einweihen. I said, what's initiated? I Und don't ich know. sagte, was ist das? So there were two of us, and we went to Swamiji, a man and myself, and he gave us mantra initiation. He gave me the name Narayani. Und dann ging dahin, ein Mann und ich, und er gab mir das Mantra und gab den Namen Narayani. So I've had that name for about 40 years now. Und ich habe diesen Namen ungefähr 40 Jahre. And it's a good name. Guter Name. It's a Krishna name. Krishna-Name. The God of love. Gott der Liebe. So it's something to live up to. Und das ist etwas, um damit zu leben. So I'm eternally grateful to Swamiji for starting me off that way and giving me the name. Ich bin Swamiji unendlich dankbar, dass er mir diesen Namen gegeben hat. What's your first? When did you first meet him? Was ist dein erstes? Quite a few years back. Yes. Well, no. First of all, I was trying to search for some meaning to my life. Ja, mir ging es auch so. Ich habe auch nach einer Bedeutung in meinem Leben gesucht. And I thought, actually I had the idea that a guru was a very quiet person. A person who was so kind to you all the time. With a saintly look. Und ich dachte, ja, so ein Guru ist eine ganz ruhige Person und er würde dich immer so ein Heiliger mit einem heiligen Blick. I suppose the idea that all of you have about what a guru is. Und ich glaube, ihr habt alle so irgendeine Vorstellung. But very far from being true in this case. Aber es war weit davon entfernt. Once I was in the Bahamas, I was in actually Paradise Island in the Bahamas. Yes, I was in Nassau, I was, hearing somebody in a very loud voice, screaming like crazy. Das war auf den Bahamas damals und ich habe jemanden mit einer lauten Stimme schreien hören. Like I said to myself, somebody must be fighting there. There must be a big argument over there. Und dann habe ich gedacht, da muss jemand streiten, es muss ein ganz großer Streit sein. As I was approaching more and more to the reception there in the ashram, in the yoga retreat. Und ich ging
liefen dann da zur Rezeption, in so einem Actually, I saw somebody dressed in orange robes. Und dann habe ich jemanden gesehen, so Shouting, screaming to somebody there. orange gekleidet und auf jemanden einschimpfen. I said, this can be Swami Vishnu. Und ich habe gedacht, das kann nicht Swami Actually, it Vishnu was sein. Swami Vishnu. Aber er war es. And then I realized from that moment onwards that he was, shouting a lot, scolding a lot, but always with a very important motive behind it, which was love. I realized this after some time. Und ich lernte ihn also kennen, schimpfen und schreien, aber nach einer Zeit habe ich auch entdeckt, dass da sehr viel Liebe dahinter steckt. Because Swami had a very pushing nature, and he had a very, very great sense of humor. Er hatte einen großen Humor und er konnte auch sehr die Leute anschieben. He made people react and jump immediately to take action when he just was, scolding you or shouting you every moment. Also er hatte die Art, wenn er etwas wollte, die Leute sprangen auf, um gleich zu Diensten zu sein. He used to tell very many stories about, his life. Er erzählt uns viele Geschichten aus seinem Leben. I remember one of his favorite ones, one of those times was when he was about to die in Spain. He was about to die. Ich erinnere mich, als er fast starb, in Spanien. He had a car accident. Er hatte einen Autounfall. Going down to the south of Spain, he had a very bad car crash accident. Ja, er ging in den Süden von Spanien, hatte einen sehr schlimmen Autounfall. He was saying all the time he got a new life in Spain. He resuscitated in Spain. He was taken to the hospital. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. He was unconscious. Und er war ohne Bewusstsein. And he, badly hurt his leg and his knee. Er hat sehr seinen Rücken und sein Knie verletzt. And ever since, sometimes he had to move his leg and have treatment on the leg. Er hatte sehr lange dann damit zu tun, das zu pflegen. Because of that. Also, he was very well known and he was named the Flying Swami. Er war auch sehr bekannt als der fliegende Swami. Even nowadays in Canada, in the headquarters in Valmarin, there is the plane over there. He used to pilot. In Kanada, in dem Hauptashram, da ist eine Halle noch und da steht das kleine Flugzeug von Swamiji. And he was really very, very brave man. Very brave. He was not afraid of death at all. Er war ein sehr mutiger Mann, er hat sich vor nichts gefürchtet. When he was flying in the Suez Canal in between the war of Egypt and Israel, Er flog, als der Krieg war in Israel und Ägypten, da flog er über den Suezkanal. in his plane he was throwing through the window flowers. Und er hat Blumen heruntergeschmissen, er versuchte sie auf die anderen Piloten zu schmeißen, die Blumen, aus einem kleinen Flugzeug. And he was taken, he was obliged to land in Cairo, Egypt. Also er wollte in Kairo, Ägypten landen. So he was taken to prison there. Und dann haben sie ihn gezwungen, er sollte da landen. Flugzeuge haben ihn gezwungen. Und dann kam er ins Gefängnis. He used to tell us, laughing all the time that once they knew who he was and what he was doing over there, he became his main guest, the guest of the government over there. Er lachte immer darüber und sagte, als die ihn gefangen genommen haben in Ägypten, erfuhren, wer er war, da wurde er auf einmal als ein Ehrengast behandelt. I was telling this story, laughing all the time because somebody had to take care of Swamiji, being a very special guest for the Egyptian government over there. Er musste immer sehr lachen, wenn er uns diese Geschichte erzählte, denn er bekam so richtig wie einen Leibwächter und jemand, der ihn als Ehrengast herumführte. So they were taking Swamiji around from one place to the other, visiting places,
just showing him in a very affectionate way, this is such and such a place, another place. Und er wurde herumgeführt und er wurde alle Sehenswürdigkeiten wurden ihm ehrerbietig gezeigt. But the person taking care of Swamiji, he wanted to take Swamiji to a nightclub. Dann wollte er Swamiji in einen Nachtclub führen. And so he said, I thank you very much, I'm a monk and it's family, I don't go to places like that. Und Swamiji sagte, aber ich danke vielmals, aber ich bin ein Mönch. And the other person was insisting so much, Swamiji, you have to come, otherwise, my officers are going just to be, in a bad mood with me, so please do come, Swamiji. Aber der Führer bat ihn so sehr und sagte, du musst kommen oder sie müssen kommen, sonst ist mein Vorgesetzter ganz böse mit mir. So Swamiji, to please this man and not to create him any problem, he went to the nightclub. Und dann wollte Swamiji keine Probleme machen, diesem armen Mann, und er ging in den Nachtclub. No, so he was watching the belly dancing and everything. Und dann haben sie die Tänzerin gesehen. And whenever he used to tell this story, he used to laugh a lot all the time. Und er lachte immer sehr, wenn er diese Geschichte erzählte. I also remember in Nassau, in the beach, there is a famous club, Club Med. Ich erinnere mich auch daran, in den Bahamas war ein Club Med. And when we used to meditate early in the morning around 6 o'clock. Wir haben immer um 6 Uhr morgens meditiert. Still the people in the Club Med next to the ashram, next to the yoga retreat, they were enjoying life, music, dancing and everything. Da war immer noch im Club Med, war immer noch Musik vom Abend her. And we couldn't meditate. Und wir konnten nicht meditieren. So somebody decided to have a demonstration in the beach. Und sagte Swamiji, komm, lasst uns eine Demo machen an dem Strand. He gathered all of us from the ashram. Er nahm alle vom Ashram mit. And in a sign of protest, we are chanting Hare Rama all up and down through the beach. Und als Protest sangen wir am Strand hin und her laufend Hare Rama. It's a very touristic beach over there. Everybody was, having in the water, swimming in the water, looking at us like, what are these crazy people around here? Die Leute am Strand, die schauten nach diesen verrückten Leuten, die hier waren. Also, I remember being in India. Swamiji wanted to visit Shivananda Ashram, where he was there for many years. Ich erinnere mich an eine Indienreise, wo Swamiji Shivananda Ashram besuchen wollte, wo er ja herstammte. So, the army was around that area. I didn't allow anybody to pass through. Da war irgendwie vom Militär etwas abgeriegelt und keiner sollte durchgelassen werden. So there was a soldier over there, and somebody was talking to the soldier saying, I want to go to the ashram. I have been there, so I want to visit the ashram. Und dann ging Swamiji zu seinem Soldaten und sagte, weißt du, ich will hier durch, ich will in mein Ashram. And the soldier said, no, sorry sir, you're not allowed to go through, this is closed, and the police is around here, something is going on around this area, so you cannot go through. Nee, sagte der Soldat, das geht nicht, er ist abgesperrt, das geht nicht. I was watching Swamiji, what was going on there. Und ich habe Swamiji beobachtet, was er denn so wollte. Swamiji got very, very hot. His temper was really very hot. Und das Swamiji wurde sehr erregt. So, after a while, he approached the soldier. Und nach einer Weile ging er auf den Soldat zu. And the soldier had a rifle in his Und der hatte schon sein Gewehr so in der Hand. So Swamiji put the rifle in his chest over here. Und das Swamiji nahm dieses Gewehr und setzte es auf seine Brust. And he said to the soldier, shoot me, you shoot me, shoot und dann me. sagte er, schieß mich, er schießt mich. Just shouting at the soldier, shoot me now, shoot me now. Er schrie und sagte, er schießt mich jetzt. And the soldier was absolutely paralyzed. Der Soldat, der war gelähmt. So he did like this to the rifle. Und der Swamiji macht diese Geste, geh weg, so. And he walked through to the ashram. Und er ging durch den Ashram. And then to end, I should say that when Swami had a big meeting, I remember in Rishikesh, Swami Chidananda was there, Swami Krishnananda,
great disciples of Swami Shivananda were gathered over there. Dann erinnere ich mich, Swami Chidananda und andere große Swamis, also Schüler von Swami Shivananda waren da. And Swamiji didn't care at all about criticism. Und Swamiji, der nahm sich kein Blatt vor den Mund. He had like a childlike nature, you know. He was like very open, very War frank. also sehr direkt. So I remember there was a big discussion about Hatha Yoga and Raja Yoga. Da war also eine große Diskussion im Gange unter diesen Swamis über Hatha Yoga und Raja Yoga. So Swamiji was saying, Hatha Yoga is Raja Yoga. Und dann sagte Swamiji, Hatha Yoga ist Raja Yoga. And Swami Chidananda said, no, that is not true, because Raja Yoga this, Raja Yoga that, and Hatha Yoga this, Hatha Yoga that. Nein, sagte Swami Chidananda so und so. But in front of everybody, a big argument between both of them. Und dann war auf einmal ein großer Streit vor allen anderen. And all of us were struck watching, you know, that big argument between the big Swamis, the big gurus in front of everybody. Und wir waren also ganz gespannt durch den Streit dieser großen Männer. And I remember Swami Chidananda saying to somebody, you go and pick up Master's book and bring it here, because we are going to keep going with the discussion and find out who is right, who is wrong. Und dann sagte Swami Chidananda, holt mir ein Buch von Swami Shivananda, damit wir das hier schriftlich haben, was ist richtig und falsch. So, you know, he had this type of personality, and when he used to give his talks, he used to tell many stories. He used to tell many stories when Swamiji used to give his talks. Ja, erzählte immer viele Storys, wenn er uns. And he used to laugh a lot. Ganz viele Storys. And he used to say, okay, what day is it today? Und dann sagt er manchmal, was ist heute für ein Tag? Today is Friday. What is the difference between Thursday and Friday? Und dann sagt er, wenn heute Freitag ist, was ist der Unterschied zwischen Donnerstag und Freitag? Everybody used to say, well, one more day on this and that. Ein Tag mehr. He said, no, you're wrong. One day closer to death. Nee, sagt er, da hast du nicht recht, das ist ein Tag mehr zum Tod. And then he used to say, but for you yogis, one day closer to immortality. Aber für euch Yogis heißt es ein Tag näher zur Ewigkeit, zur Unsterblichkeit. I think another thing he used to tell very often was, you tell me what is the difference between a neurotic, a psychotic, and a psychiatrist. Und erzählen wir mal einen Unterschied zwischen Neurotiker, Psychotiker und ein Psychologen. Neurotic, psychotic, and psychiatrist. Neurotiker, Psychiater, Neurotiker, Psychologen und Psychiatrie. The neurotic builds castles in the earth. Sie haben alle große Schlösser. The psychotic lives in the castle. Die leben in ihren Schlössern. And the psychiatrist gets the rent. Der Psychiater, der kassiert. And then we organized in Spain the largest TTCs ever. In Vigo, actually, where I'm coming from. Remember, all of us were there. Sukade was there, Mary was there, I was there. So Swamiji came there in 1985, my God, so many years back. Ich erinnere mich an ein Jahr in 1985. I used to go every morning to the house where Swamiji was staying at 5:30 in the morning. Ich ging also um 5:30 jeden Morgen zu Swamiji in sein Haus. And I remember those beautiful moments when I used to walk towards the place where I used to have meditation. Swamiji was saying, look how beautiful. Look, you know, God is coming next to us here. I mean, he was so inspiring every morning when I used to come and, you know, walk with him. Und So close, such a mit privilege. Swamiji dann in seinem kleinen Garten und er sagte immer, schau, Gott ist uns ganz nahe und wie schön es hier ist. Das war sehr inspirierend. And then we flew together to have another
first one we did organize in South America, and Narayani, Swami Shambhakananda, Gauri, myself, with Swamiji all over. Als wir den ersten Yoga-Lehrerausbildung in Südamerika machten, und Narayani und Swami Shambhu und Gauri und ich. I remember being there. Swami Shambhu and myself used to listen to BBC, just to listen to the news. This is BBC radio news. Also wir hörten gerne BBC damals. One day Nachrichten. we listened to BBC in our room. Und einmal war das in unserem Zimmer, als wir Radio And hörten. we didn't realize Swamiji was down there, next to us, like 2 meters away. Und wir wussten nicht, dass Swamiji ganz nah bei uns da saß. But we didn't see Swamiji at all, you know. Wir haben ihn nicht gesehen. And then we listened to the news. Und You know, wir haben BBC Radio news. gehört. And the speaker used to say, you know, and here come the main points again. Und dann sagte der Sprecher, hier kommen nochmal die Hauptpunkte. And when the speaker of BBC said, and here come the main points again, Swamiji, as you know, he used to say, there are 5 points, very important points, for your health, for your mind and your body. Proper exercise, proper breathing, proper relaxation, positive Wir thinking, wissen die 5 meditation. Punkte, als der Sprecher anfing, es gibt das jetzt nochmal die Hauptpunkte. So when the BBC speaker used to say, and here come the main points of gain, Swami Shambhu myself say, yes, here come the main points again. Proper exercise, proper breathing, you know, in a very loud voice. And Swami was down there listening to us, laughing about how we were talking about himself, you know. Und wir wussten ja nicht, dass Swamiji da war. Und wir machten uns den Spaß und sagten, ja, die Hauptpunkte, richtige Übungen, richtiges Atmen und so weiter, sagten wir im Chor. Und Swamiji hatte so einen Spaß mit uns. Well, I think that thanks to Swamiji, all our lives have changed a lot. Und ich kann es sagen, Swamiji hat unser Leben ganz schön umgewandelt. Yeah, I think he gave each person something different. Like if he had yelled and screamed and shouted at me, I would have been crying. Ich denke, er hat jedem so, was er gebraucht hat. Wenn er mich so angeschrien und beschimpft hätte, ich hätte geweint. So he never yelled at me, ever, never. Aber er tat das nie, er hat mich nie angeschrien. Thank God. Gott. Because when he yelled, he could really yell. Aber er konnte wirklich schreien. And my husband, Girish, he's tougher. He's more like Madana and Shanmukh, you know. Swamiji would yell at him all the time. Mein Mann, der ist natürlich ein ganz anderer Typ, so wie Malana oder Shanmukh. Und But das some hat people knew immer that. eingeschrien. Some people knew that it was part of Swamiji's personality. Ah, yeah. It was part of the teaching. And you didn't take it personally. You said, Aber das okay. war so ein Teil seines Lehrens. They liked it. I think people liked the attention. Actually, you missed when he didn't shout at you. You missed. He used to say to my husband, do this, and my husband, Girish would say, yes, Swamiji, yes, Swamiji. Er sagte zu meinem Mann, Girish, mach das. Und Girish sagte immer, yes, Swamiji, yes, Swamiji. Yes, Swamiji. He'd say, don't say yes, Swamiji. And my husband would say, yes, Swamiji. Yeah, that's true. I remember once we organized a yoga retreat in Spain, and Swamiji was with Gauri in LA, in the States. Für ein Retreat in Spanien. So I had invited to that retreat to a Swami of the Ramakrishna mission. Wir hatten einen Swami von Ramakrishna eingeladen. So I was there in the hotel, and somebody said, oh, you got a phone call from LA. Somebody's calling you from LA. Ich war im Hotel und jemand sagte, du hast aus LA einen Anruf. And I said to myself, who can call me from LA? I don't know anybody in LA. Und ich habe gedacht, ja, wer kann das sein? Ich kenne da niemanden. So Gauri, at the moment, was his secretary. Gauri war Swamijis Sekretärin. Actually, Gauri is my sister. Das ist meine Schwester. So she said, wait a minute, Swamiji wants to talk to you. Und dann sagt sie, Swamiji möchte ich sprechen. So, Madam, why
is he inviting somebody who doesn't belong to us, to our organization? Oh, Swamiji sagte, warum lädst du jemanden ein, der nicht zu unserer Organisation No, because he was open but strict with us at the same time. He didn't want us to confuse anybody. wollte eigentlich niemanden verwirren. Deswegen wollte er niemand von einer anderen Organisation haben. You know, he wanted us to stick to his teachings and not to get confused with anybody else's teachings. Er wollte uns also nicht durcheinander bringen. So after some time we came to understand such a way of Nach einer teaching. Weile konnten wir das verstehen, wie er das so meinte. Thanks to Swamiji, what you are doing here in this ashram, he started in Valmring, I think in 62 or 63, the first teacher's training course. Und Swamiji startete 1963 die ersten 4-wöchigen Yogalehrerausbildungen. That all of us took Swamiji, you know, we are attending him for so many years, traveling with him, visiting so many places. Und ja, das war schließlich, dass wir da teilnehmen konnten nach so vielen Jahren. I also remember an anecdote. Being on the plane flying from Bombay to South India, where Swamiji was born in Kerala. Swamiji war in Kerala geboren und wir sind also mal nach Südindien geflogen. I wanted Swamiji to come to Vigo just to have a retreat, to come to Spain to have a retreat with Swamiji, and he said to me, ich bat Swamiji, komm doch noch mal nach Spanien, um uns ein Seminar zu halten. count with me only 25% that I am coming. Und er sagte, ich kann dir nur so 25% versprechen, dass ich komme. And I said, sorry, 25% is not enough, because if I announce you are coming, and then you say to me, I'm not coming, people are going to eat. Sag ich, Swamiji, das geht doch nicht, ich kann auch nicht so die Leute informieren, kommst du, kommst nicht. So count 50%. I'm coming. Dann sagt er, na gut, also so 50% komme ich. I said, no, Swamiji, 50%, maybe yes, maybe not, so it's not enough. Und er sagte nochmal, Swamiji, das geht nicht, 50%, das ist zu unsicher. And then he said, well, count 75%. I said, oh, you're coming, good, good, lovely. Okay, sagte er, ich komme also zu 53%. So I was so happy in that plane because, you know, Swami said to me, I am coming, so you can organize this retreat. So count that I am coming there. So, ich war also sehr glücklich, dass ich das organisieren durfte. I think that was one of my happiest flights in my life. Das war der glücklichste Flug in meinem Leben, als ich also ihm Because abbringen konnte, dass er mir zum because Seminar of his kam. answer, you know. And his pushing nature, he used to live in a tent in Valmering in Canada, where beautiful ashram is there in the mountain. In dem schönen Ashram in Quebec, Valmera, da lebt er in einem Zelt im Ashram. And he used to say also that Master appeared to him one night. Und Somebody was calling Vishnu Swami, Vishnu Swami. Und er sagte, Meister Shivananda sei ihm eines Nachts erschienen und hätte ihn gerufen, Vishnu Swami. So he woke up and he told somebody who was the cook next to him, are you calling me such as I can't remember the name of Dann the person. wachte er ihn auf und sagte zu jemandem, der neben ihm schlief, das war der Koch, hast du mich gerufen? And then, you know, again he heard a voice calling him, Vishnu Swami, Vishnu Swami. Und He dann war woke wieder up. diese Stimme. He woke up and he said he saw the figure of Swami Shivananda full of, you know, Und brightness. sah er Light. eine Erscheinung von Swami Shivananda, ganz im Licht gebadet, Shining in front of him. Shining in front of ja, Licht Swamiji. gebadet. And he heard Swami Shivananda said to Swamiji, Vishnu Swami, I will always be with you. Und diese Stimme, und Swami Shivananda sagte, Vishnu Swami, ich will immer mit dir sein. And then in the area where Swami Shivananda appeared in front of Swamiji, now there is a statue of Master over there. Da, wo das geschehen war für Swami Vishnu, da hat er damals eine Statue für Swami Shivananda errichten lassen. Remembering this occasion. And when Swamiji, this is my last one I'm going to say, because I remember Swamiji saying, he was in Rishikesh
with Swami Shivananda for 10 years. Swami Vishnu war ungefähr 10 Jahre mit Swami Shivananda in Rishikesh. Swamiji was telling us on several occasions, okay, Vishnu Swami, Swami Shivananda said to him, you are going to be the Hatha Yoga teacher here. Und Vishnu erzählte uns öfter, dass Swami Shivananda gesagt hat, also du, Vishnu Swami, du bist der Hatha Yoga Lehrer. And Swamiji said to Master, well, but I don't know enough, Aber er sagte, aber Swami Shivananda, ich weiß nicht genug darüber. And Swami Shivananda touched Swamiji and said, don't worry, everything will come to you. Und er sagte, hab keine Angst, alles kommt zu dir. And Swamiji used to say, that's how I became Das the heißt, Hatha Yoga teacher without knowing almost das heißt, anything. er berührte ihn an der Stirn und sagte, hab keine Angst, alles ist in dir. Und so wurde ich Yogalehrer. Because it seems to be all his remembrances from past lives were awakened by Master touch. Und so sagte Swami Vishnu, durch die Berührung von seinem Meister sind alle diese Erinnerungen über das Wissen wieder an ihm aufgestiegen. And then it was, I think, 1957 or so, when Master Shivananda said, Vishnu Swami, you go to the west. People are waiting for you. Und dann sagte Swami Shivananda mit hier. Swami Shivananda said to Swami Vishnu Swami, you go to the west. Und er sagte, geh in den Westen. People are waiting Die for Leute you. warten auf dich. And the picture of Swamiji you see in the book of Yoga. Und da sieht man ein Bild von Swamiji in dem Yoga-Buch. You see Swamiji there, being a young boy Er ist ein junger Knabe noch. in the different asanas in the Yoga book. Und man sieht ihn in The den Asanas macht. illustrated book of Yoga. And those pictures, I think to remember, were taken in Hong Kong. Because Swamiji, first in coming from India, he went to Hong Kong and he taught yoga to the police of Hong Kong over there. Auf seiner Reise nach Amerika ging er über Hongkong und da hat der Polizei zuerst Yoga-Unterricht gegeben. Und da wurden diese Bilder aufgenommen, die dann in dem großen illustrierten Yoga-Buch jetzt erschienen sind. So, his features were very sincere person, very pushing nature person. He used to wake many times, many of us at 3 or 4 o'clock in the morning to have a meeting. Swamiji war also ein sehr fordernder Mann und er hat uns sehr angetrieben. Manchmal hat er uns um 4 Uhr früh zu einem Treffen aufgeweckt. So you are sleeping, very deeply, and then somebody came at your door, knocking at the door. Swamiji wants to have a meeting now. 3:30, 4 o'clock in the morning. Es geschah, dass jemand an die Tür klopfte 4 Uhr morgens und sagte, Swamiji möchte ein Meeting machen. Und du warst noch ganz im Schlaf und hast gedacht, was jetzt? Whenever he had a good idea, he wanted everybody else to know about it. Und immer wenn er eine gute Idee hatte, wollte er das allen anderen gleich mitteilen. So you had to be waking up. And then, you had to call London, you had to call Greece, you had to do this, you had to do that now, do it now. It's 4 o'clock here, it must be 10 o'clock there, you just call, Und einer musste den anderen wecken und herholen. So, DIN is something else in Germany. yeah, do it now, yeah. Yeah. Ja, So they always said mach es jetzt, mach es gleich, heißt I das. looked in the dictionary. I think DIN in Germany is some kind of national something. Department of National. I don't know. Norms, industrial norms, sanitätsnormen. DIN in Deutsch is Ja, DIN is the word for das ist eine DIN-Norm. the Ja. letters for do it now. But Do it Master now. Shivananda aber used es war to sehr- sing. Aber in der Swami Shivananda sagte auch DIN, tu es jetzt. Yeah, so I was saying he's going to sing more of Shivananda's chants like that. He would sing But if I don't DIN, DIN, What do did we it sing? now, do it now, do it now, do it now. Did you translate to it now? Ja, What is it in Deutsch then? It wouldn't be DIN. tu es jetzt. Tu es
jetzt? D-E-J. 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 Yes, do not postpone anything. Do it now. You have to do it Also now. verschiebe nichts, tu es sofort. Because I was thinking when Madana, it was interesting, and I kept thinking, oh, I must, but then he was interesting and more, and I have another one. Oh. So a lot of things he said made me think of things. But then he was on to the next one, and I thought of another one, and it's like that because there's so much. Ja, also wir hätten ja ganz viel zu erzählen, denn was Madana erzählte, das brachte mich immer wieder auf Erinnerungen, die ich hatte, andere, aber ich wollte nicht unterbrechen. But working from the end, when Swamiji said that, Master told him to be the Hatha Yoga professor, and he touched him. Ich erinnere mich an dieses Beeindruckende, als Swami Vishnu vom Meister berührt wurde und er gesagt hat, du bist jetzt der praktisch Professor für das Hatha Yoga. I always loved that story so much because it made, I felt it. I didn't just understand, I felt that story, the truth of it. Und ich habe die nicht so verstanden, die Story, aber ich habe es gefühlt, wie das geschehen sein konnte. And I felt that Swamiji had done it for me because when I came to him, I was very lazy, extremely lazy. Ich habe gespürt, dass Swamiji das auch bei mir bewirkt hat, denn als ich kam, war ich sehr faul. And I was weak and stiff, couldn't do anything. Ich I war was afraid to steif stand on my head. It was terrible. und ich konnte ganz, ich war schrecklich. And something happened around Swamiji. I got such a help. Aber es geschah etwas mit Swamiji und Swamiji herum und es war unheimlich hilfreich. So I was always thinking inside myself that in a way he had touched me, the way Master Shivananda touched him, and it came out. Und ich dachte immer, Swami Vishnu hat auch mich so berührt, auf irgendeine Weise, wie er berührt wurde von Shivananda. And one teacher training, when we were sitting in near his house, in his garden, he was giving a talk. Sometimes he would give the talks in the garden. Manchmal hat er im Garten unterrichtet und bei Gelegenheit eine Yoga-Lehrerausbildung. He told that story again about Master Shivananda touching him and waking his asana memories. Er wieder diese Story, als er berührt wurde und alles kam. And he gave me a kind of a smack on the head. He said, I did the same thing for Rani. Und er hat mich so ein bisschen einen Touch gegeben, einen Schlag auf den Kopf und sagt, ich habe das gleiche mit der Reine gemacht. And I wasn't lazy anymore. Ich war nie mehr faul. But hearing when somebody puts something into words, it makes it more. You have that. You say, oh, Swamiji said that. Aber ihr wisst ja, wenn jemand etwas in Worte fasst, dann hat das eine ganz andere Bedeutung. Und ich hörte dann und dachte, oh, Swamiji hat das gesagt. And he came to London often. Girish and myself were directing the Shivananda Yoga Center. Swamiji kam oft nach London. Mein Mann Girish und ich, wir haben das Yoga Center dort geleitet. And he was there for Master Shivananda's birthday one time. Er war einmal als Anlass von Swami Shivanandas Geburtstag da. And my daughter was maybe 5 years old or something. Meine Tochter war ungefähr 5 Jahre alt. She liked to come to all the satsangs. She would sit beside us and chant and everything. Sie liebte es, zu den Satsangs zu kommen und mitzusingen. Like a lot of the kids in the ashram, Kinder das gerne machen. they like to chant and bang on the things. Und ein bisschen zu trommeln. So Swamiji looked over at her and he said, Amari, what day is this? Und Swamiji schaute zu ihr hin und sagte, Amari, was ist das für ein Tag heute? And she said, it's Master's birthday, Swamiji. Und sie sagte, es ist Meisters Geburtstag, Swamiji. And so he said, who is Master Shivananda? Und sie sagte, wer ist How Swami old was Shivananda? she? About 5. 5 years old. Who is Master Shivananda? And she said, your guru, Swamiji. You got that? And Swamiji said, my guru, not your guru? Und er sagte, mein Guru, nicht dein Guru? And she said, no, it's your guru, Swamiji. Und sie sagte wieder, nein, es ist dein Guru, Swamiji. And he said, so who's your guru? Und er sagte, und wer ist dein Guru? And she said, you are Swamiji. Und sie sagte, du bist es, Swamiji. Und sie waren auch so klein. And the beauty is, I have this on tape.
Und das Wunderbare ist, ich habe das aufgenommen. And as a mother, what that means. I listen to this little voice every now and then, and I hear, you like moving slowly. I really cry, Wenn ich das anhöre, ich komme mit die Tränen. And then going back to Bahamas, we spent a lot of time in Bahamas. I don't know where I first worked with you. Maybe Vanuatu. I don't know, so many years back. I'm losing my memory. Yeah, me too. But Bahamas, it's true what you said. They would be partying, all the Club Med people. They would go all night until about 5. And then we would take over. We would get up at 5 and they would go to sleep. Es ist auch so Bahamas, das war wirklich manchmal schrecklich. I remember. Das war so nah beieinander, Club Med und all die anderen Nachtclubs, die haben es morgens früh um 5 haben die gefeiert. Und dann haben wir sie aber abgelöst, sind aufgestanden und haben unsere Meditation gehalten. And it was always either the Club Meds or the yogis, 24 hours or something. 24 Stunden. First few days there, I would get to Bahamas and I would think, oh God, no sleep, But after 2 or 3 days, you didn't hear it anymore. Die ersten paar Tage, als ich ankam, dachte ich, oh wie schrecklich, du kannst nicht schlafen. Ja, und dann nach ein paar Tagen konnte ich schlafen. It's funny, yeah. It blended into the ambience. Irgendwie verschwand es. I remember Swami Shankarananda, that by the time he was in the Bahamas, and Swami, another friend of ours, with another Swami, they went in a boat near the Club Med at 5:30, 6 o'clock in the morning, and with the loudest speaker, they were putting mantras to the Club Med people, not to let them sleep. Ich erinnere mich, Swami Shankarananda, auch ein Freund von uns, der ging mit anderen in einem Boot und sie haben dann mit dem Lautsprecher Mantras praktisch auf die geschossen. So in revenge, because they didn't allow us to sleep and to meditate, war so they tried. weil die uns nicht schlafen ließen, dann ließen wir die auch nicht in Ruhe. So the staff of the Club Med start throwing buckets of water to them. Und dann kamen die anderen mit den Wasserkühlen und And they had a cough for quite a few days. And they catch a cold. Ja, sie hatten sich erkältet dadurch einige Tage zu tun. But some of those Club Med people used to come over after a while to see what we were doing. Aber andererseits kamen manchmal diese Clubleute und schauten, was wir machten. So they would come in the asana classes. Die kamen auch in die Yogastunden. Last, because I think time is going, finishing. At 9 or 9:15? 9, I think it's 9 o'clock. Quick, talk fast, quick. Yes, this is in my personal relationship with Swamiji. He told me once, Madana, get ready. We are going to take Sanjay's initiation. Einmal sagt Swami zu mir, hör mal, Madana, mach dich jetzt fertig, wir machen Sanjay's Einweihung. You have to become a Swami. Du sollst Swami werden. I think a few of us are the only ones who can become a Swami, I think. Yeah. Anyway, but... You never told me that. Huh? You never told me that. But listen to it. Zu Narayan. Told me a few times. Yeah. Aber zu Madana hat er einige Male gesagt. The color is near. Yes, yes. Die Farbe ist schon ein bisschen ähnlich. When he said that to me, I couldn't breathe. I was struck. Als Swamiji das zu mir sagt, mir ist der Atem weggeblieben. I couldn't sleep that night Und at ich all. konnte nicht schlafen. All my thoughts were whirling. Meine Gedanken kreisten. Oh my God, I'm going to live my normal life. I had to be in this, I had to know. Und ich war da ganz im normalen Leben. And then, okay, tomorrow you tell me, he said to me. Und er sagte, morgen sagst du mir deine Meinung. So I went to see Swamiji with his skills. Oh, Swamiji is not a moment I know ready yet. Maybe later on I'll try to baba this and that. Die sagte dann Swamiji, das ist nicht der richtige Moment, vielleicht später. So he was looking at me very seriously and then he started laughing. Und er schaute mich an, sehr ernst, und dann fing er an zu lachen. Okay, take this, there's time. Und ich sagte, komm, nimm es leicht, lass dir Zeit. He told me this 4 times. Aber er hat mir das immer wieder probiert. Yeah, Swamiji used to tell us lots of stories. Do we have time
Irgendeine andere Madana. Somebody with the same name. Somebody with the same name, long ago, in the time of the great Shankaracharya. Zur Zeiten des großen Shankaracharya gibt diese Geschichte. And long ago, debate, well, still also, debate was a very important part of the sadhana in India. Debate. Philosophical discussion. Debatte, eine philosophische Debatte, ja, war sehr wichtig damals. So Madana and Shankaracharya used to love to debate. Und die beiden, der Madana und der Shankaracharya, They were always debating about everything. Immer argumentieren. And one time they decided between them that this was going to be the debate to end all debates. Und sie sagten, heute machen wir die Debatte, die alle Debatten beenden wird. And the winner, the loser would have to adapt the lifestyle of the winner. Und der Verlierer, der musste das Leben des Gewinners dann führen. Now, Shankaracharya was a monk, a celibate monk, Shankaracharya war ein Mönch. and Madana was a householder. Und Madana ein normaler Hausvater. So they agreed that they would have this debate and the result would be so. Gut, also sie erklärten sich einverstanden. There was no one really qualified to mediate the debate except Bharati, the wife of Madana. Bharati, die Frau des Madana, die war also Schiedsrichter. Yeah, she was the only one with enough wisdom to be the mediator. Denn sie war die Einzige, die genug Weisheit hatte. So they went to Bharati and told her the whole thing, the plan, and adopting each other's lifestyle. Dann gingen sie hin zu Bharati und erzählten ihr ihren Plan, wie das so ist, dass der Verlierer eben das Leben dann praktisch die Lebensart des anderen übernehmen musste. Bharati looked at them, God, another debate. Sagte She Bharati. was busy. She had things to do in the house with the kids and the cooking, and she was busy. Sie war beschäftigt und jetzt dieses wieder. So she made 2 garlands out of beautiful golden flowers, chrysanthemums. She put a garland on Madana, a garland on Shankaracharya. 2 schöne Girlanden aus goldenen Chrysanthemen. And she said, whoever's garland fades first, that's the loser. Und sie sagte, die Girlande, die zuerst welkt, der ist der Verlierer. So a few days passed, and Madana's garland faded first. Und ein paar Tage vergingen und Madanas Girlande, die welkte zuerst. That means he was the loser. That means he's going to have to become Das sannyas. hieß erst, er wäre der Verlierer und er hätte dann ein Mönch werden sollen. But Bharati, of course, being wise, went to Shankaracharya and she said, well, I'm half of him. You have to also debate and win with me. So ging Bharati hin zu Shankaracharya und sagte, weißt du, ich bin ja seine andere Hälfte. Also du musst jetzt auch gegen mich debattieren. So they did. They sat and they debated, and they were, you say in English, neck and neck. They were close in the debate. They were both so wise, Bharati, Shankaracharya, so Also wise. sie waren ziemlich gleich auf in ihren Argumenten. Until they got to the Kama Shastras. Bis sie zu den Kama Shastras kamen. Kama Shastras are the teachings to do with sexual love. Das ist das, was mit körperlicher Liebe zu tun hat. Now Shankaracharya, being a monk, had no practical experience. Und der Shankaracharya war ja ein Mönch, hatte keine Erfahrung. So he said, give me a month. Und er sagte, gib mir einen Monat. And this is a story about prana. Und das geht ins Prana jetzt. He had such control of his prana that he removed almost all of the prana out of his body. He only left one little Er prana hatte so left in his eine body. Kraft, er konnte also ganz alles sein Prana aus seinem Körper bis auf einen kleinen Rest herausziehen. I think it was called Jnananjaya, this particular Das hat prana. einen bestimmten Namen, einen Anjaya.
He put his body in the care of some of his disciples in a cave, gab seinen Körper in die Obhut eines seiner Schüler in eine Höhle. and he took all the rest of his prana and he went and entered the body of a king who was dying. Und er nahm all dieses andere Prana und ging in den Körper eines Königs, der gerade am Sterben war. Everyone was crying, the king was dying, all of his wives, all the courtiers, everybody was crying, and all of a sudden the king sat up. Alle waren am Weinen und am Schreien, und weil der König stirbt, und auf einmal sagte der König, ah. And he was fine, and he was awake, and he said, bring me some food, and bring me my wives. Und der König sagte, bring mir zu essen, zu trinken, meine Frauen. So Shankaracharya, as king, didn't waste any time. He took this month seriously, and he dived right into Kama. Shankaracharya nutzte seine Zeit und er tauchte einfach in dieses Leben des Königs ein. He learned quickly. Er lernte schnell. He was much nicer than the king who had been dying. Much Er war nicer. sehr viel netter, liebenswerter als der König, der am He was Sterben wiser. war. Everybody in the country liked him better, Alle wollten ihn lieber haben als diesen anderen König. especially the wives. The wives really liked him. Besonders die Frauen, die So, they were suspicious because he was so different than the king, so much nicer. And then somebody heard that in the cave there was a body of Shankaracharya, and they talked among themselves and they realized that it must be Shankaracharya in the king body. Sie waren also so angetan von diesem neuen König, aber irgendwie kam das Gerücht auf und da liegt eigentlich der Shankaracharya liegt in der Höhle und irgendwie muss da eine Verbindung sein. Yeah. But they wanted to keep him, especially the wives wanted to keep him. So they made a plot. Und machten sie einen Komplott und sie wollten ihn ja behalten als König. They paid some bad men to go to the cave and burn the Shankaracharya body, so he would have no choice. He would have to stay in the king Sie body. bezahlten einen bösen Menschen, um diesen Körper in der Höhle zu verbrennen. But, thank God, in the last moment he woke up from the illusion and he said, oh, 1 month is over. Oh. Aber in der letzten Minute, da wachte er auf und aus seinem Traum und sagte, oh, es ist gleich, der Monat ist gleich vorbei. And he left the king body to die its natural death, re-entered his Shankaracharya body, Und er verließ diesen Königskörper und ging in seinen alten Körper zurück, quick ran back to debate with Bharati, ging schnell zu seinen Freunden and he won. und er gewann. And Madana and Bharati took sannyas. Und Manana und Bharati wurden Sannyas. And that's the end of the story. That was from Swamiji. He would tell it and laugh. Und Swamiji liebte diese Geschichte und erzählte sie uns. I don't know if he ever told me about that story. Ich weiß nicht, ob er diese Geschichte kennt. So, Okay, so it's time. Yeah. Thank you for your attention. I think that even Sukadev himself, who was the Swami at a given moment, he can tell you so many stories, his personal approach and relationship with Swamiji. He can extend in so many stories and to know much better Swamiji than to know him right now. Sukadev war ja auch ein Swami, er war sehr lange mit Swami Vishnu zusammen und er kann auch viele Geschichten erzählen. But Sukadev is in the spirit of Swamiji. Aber sicher ist Sukadev im Geiste des Swami Vishnu. He's extended